Nach den vielen überwiegend kürzeren Reiseabschnitten steht nun erstmals eine längere Etappe auf dem Programm, denn wir bewegen uns nun knapp 2000 Kilometer in südlicher Richtung. Nach 2 kompletten Seetagen erreichen wir die als Islas Malvinas von Argentinien beanspruchten, jedoch seit 1833 Großbritannien zugehörigen Falklandinseln. Nach der Abfahrt von Punta del Este genießen wir den darauffolgenden Seetag nochmals bei absolut sommerlichen Temperaturen und ruhiger See. Der zweite Seetag hingegen präsentiert sich mit zunehmender südlicher Breite deutlich rauer und ungemütlicher. Am darauffolgenden Morgen hingegen hat sich die Lage mit der Einfahrt in die fjordartig geschützten Gewässer von Ostfalkland schon wieder beruhigt. Hier befindet sich auch die Hauptstadt Stanley mit knapp 2500 Einwohnern, die einzige größere Ansiedlung des gesamten Archipels. Von unserem in der geschützten Bucht auf Reede liegenden Schiff werden wir per Tenderboot nach Stanley gebracht, wo wir einen kleinen Rundgang unternehmen, bevor wir mit einem geländegängigen Fahrzeug in Richtung Volunteer Point aufbrechen. Die anfangs noch komfortable Teerstraße wird rasch von einer längeren Schotterpiste abgelöst, bevor wir nach abenteuerlicher Fahrt durch tiefgründige Moorlandschaften unser Hauptziel, die riesige Pinguinkolonie am Volunteer Point, erreichen. Nach der kurzen Tenderfahrt fällt uns sofort das typisch britisch-viktorianisch geprägte Straßenbild des Städtchens auf. Die aus dem späten 19. Jahrhundert stammende Christ Church Cathedral ist gleichzeitig die südlichste anglikanische Kathedrale der Welt. Allzu lange können wir uns hier allerdings nicht aufhalten, denn es wartet eine anspruchsvolle Allradstrecke auf uns, wie unser Fahrer humorvoll erläutert. Also, erstmal geht's über Teer, dann fahren wir über eine Schotterstraße. Und danach? Keine Ahnung. Auf jeden Fall aber durch tiefgründiges Gelände. Wie angekündigt, verlassen wir Stanley auf einer anfangs völlig normalen Teerstraße. Außerhalb der Hauptstadt leben auf den ca. 200 Inseln nur noch ca. 500 Einwohner, überwiegend Einwanderer aus Großbritannien. Die jährliche Durchschnittstemperatur liegt bei nur 5 Grad, an 200 Tagen im Jahr regnet oder schneit es. Die historischen Besitzansprüche Argentiniens und der daraus resultierende Übernahmeversuch im Jahre 1982 wurde im Falklandkrieg von Großbritannien abgewehrt. Heute sind die Inseln vor allem für Ornithologen interessant und eines der wichtigsten Exportgüter ist die Wolle, die auf den vielen Schaffarmen gewonnen wird. Nachdem auf der plattgewalzten Schotterpiste zunächst noch relativ rasches Vorwärtskommen möglich war, ändert sich dies schlagartig mit der abschließenden Querfeldeinfahrt durch die weiche Moor- und Torflandschaft. Nach einer überaus bewegten Anfahrt haben wir nun die Landzunge Volunteer Point erreicht, eine der wichtigsten Brutstätten für Tausende von Pinguinpaaren, darunter vor allem die majestätischen Königs-, aber auch Magellan- und Eselspinguine. Auf den sandigen Böden in Meeresnähe fühlen sich auch viele Seevögel wohl und schon bald kommt auch der erste der Eselspinguine angewatschelt, von denen sich die meisten noch am Strand aufhalten. Nicht mehr zu übertreffen ist unsere Begeisterung, als bald auch die ersten der immerhin knapp 1 Meter großen Königspinguine direkt an uns vorbei defilieren.
Der Brutplatz der Königspinguine befindet sich hinter einem kleinen Hügel in Meeresnähe, wo sich viele Hunderte der Vogelpaare versammeln, um den geschlüpften Jungen 9 Monate lang Schutz und Nahrung anzubieten. Nach gut einem Monat haben sich die Jungvögel ein braunes Daunenkleid zugelegt, das sich erst nach circa einem Jahr in das Erwachsenengefieder verwandelt. Im Gegensatz zu den Königspinguinen brüten Magellanpinguine in Erdhöhlen, die sie in den weichen Torfboden graben. Die mit 70 cm etwas kleineren Tiere kommen ausschließlich auf den Falklandinseln, Patagonien sowie Feuerland vor. Ebenso heimisch ist hier die Magellangans, links das weibliche, rechts das männliche Tier. Zum Abschluss unseres Aufenthalts am Volunteer Point beobachten wir noch die Strandwanderung einer Königspinguingruppe und kehren anschließend beeindruckt in die Hauptstadt Stanley zurück.